Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute an der Spartenau am Sammerberg und ich gehe mit euch heute eine Hochrissrunden. Es ist zwar ein bekannter Berg, ich werde heute nur mal ein bisschen andere Varianten gehen, die überschneidet sich ein bisschen mit anderen. Das heißt, ich gehe jetzt von da erst einmal Richtung Mittelstation von der Bergbahn rüber und dann durch den Glenkgraben rauf. Ich komme von der Riesenplateauseite zur Hochriss und gehe dann vor dem Feuchteck wieder runter. Auf geht's! Es darf heute der letzte Tag sein, wo weniger Schnee liegt. Wir haben ja jetzt dann bald am 23., 24. Das soll schneien. Und so wie heute werden wir dann nicht mehr gehen können. Wir kommen das erste Mal zur Straße rauf und ich glaube, ich bin in fast alle meine Touren und Videos bis jetzt immer so gegangen, dass ich die Straße überquert habe und dann weiter auf der Betonstraße auf. Heute ist es anders. Wir kommen also auf der Straße raus und gehen nicht da vorne rechts einen Steig weiter, sondern ich bleibe jetzt auf der Straße und dann gehen wir weiter zur Mittelstation von der Hochrissbahn. Ja, der Instinkt darf uns vielleicht rechts rüberziehen, aber es ist auch nochmal angeschrieben, schön nur. Da gehen wir jetzt in Richtung Dorialm weiter und ich gehe ja heute erst einmal zur Mittelstation rüber, also marschieren wir da um. Da haben wir wieder mal die Wahl und jetzt gehen wir rechts. Das ist aber auch noch mal beschildert und das Schüttel kennen wir schon, wie wir damals über den Moserbohn aufgegangen sind. Nach der Weiralm, das Stückerl steigt darauf, ist nicht lang. Und jetzt kommen wir wieder auf die Straße raus und da halten uns wir links. Geht es wieder ein bisschen bergab. Da kommen wir zur Mittelstation rüber jetzt. Ist gar nicht mehr so weit um. Wir gehen gerade oberhalb der Mittelstation vorbei
Und wenn wir dann vorn rum rechts hinaufschauen, sehen wir schon die Seile von der Bahn. Die Hochriss ist rechts von uns. Und wir gehen jetzt eher da vorn in der Richtung weiter, an der Käseralm vorbei. Und dann sieht man da hinten noch eine kleine Alm. Da geht es rechts davon auf in Richtung Glenkgram. Wie wir es ja vorher schon gesehen haben, muss es richtungsmäßig rechts weitergehen. Und da sind wir schon an der Käseralm. Wir sind ja das letzte Mal von der Hochrissbahn unten weggegangen vom Parkplatz und diesmal eben die Runden weiter rechts so gefangen. Da ist eben jetzt eine Überschneidung. Einen Glenkgram habe ich schon mal gezeigt, auf dem Weg zum Riesenberg. Den werden natürlich einige schon kennen, aber ich finde es echt schön dann auf. Angenehmer zum Laufgehen als wird zum Runtergehen auf jeden Fall. Und darum stört mich die kleine Wiederholung heute überhaupt nicht. Gleich nach der kleinen Alm halten uns wir links auf. Das ist jetzt eine befestigte Straße, die nach der leichten Kurven da vorne ein längeres Stück ganz gerade aufgeht und dann verschwinden wir halb rechts einen Glenkgram. Hochbehälter Wasserversorgung steht ja schön nur da und da oben sehen wir schon Schüttel, einen ganzen Haufen. Und wir werden jetzt eben in dem Graben weiter gerade aufgehen. Oben halten wir uns dann eher links, rechts gehen wir wieder rüber zur Eversberger Alm. Auf dem Schüttel steht auch geschrieben, Kräuterwiese über Glenkgram. Da teilt sich jetzt der Weg wieder und da gehen wir jetzt eben rechts wieder Richtung Eversberger Alm. Sind wir auch schon übergegangen. Ich habe ja vorher gesagt, wir werden schon teilweise eine Überschneidung haben von Steige und Wege, die ich schon mal gezeigt habe. Und auch links waren wir schon mal herin, aber eben auf dem Weg zum Riesenberg und nicht rechts hinauf zur Hochriss. Da steht schon geschrieben, der Steig erfordert alpine Erfahrung und Trittsicherheit. Und ich würde sagen, erst recht jetzt bei den Verhältnissen, das merke ich auch heute schon den ganzen Tag, dass so mancher Schritt einmal rutschiger ist wie der andere, weil sich kleine Eiskrusten unter dem Schnee befinden und so weiter. Also man muss halt schon überlegen, wo man hinsteigt, aber insgesamt ist es noch sehr gut zum Gehen. Man hört es halt ein bisschen, es ist deutlich steiler geworden. Da schnauft er. Jetzt beginnt das, was ich als den eigentlichen Glenkgram verstehe. Und da geht es jetzt eine Zeit lang auf der Gramseite rauf. Und dann bewegen wir uns aber mehr links von dem Gram. Das ist da oben so ein, wir sagen ein Stangelwald, lauter dünnes Stangenholz. Und die haben wir dann rechts von uns.
Aus dem Klenkraum gehen wir gerade raus. Und jetzt, wenn wir nach vorn schauen, da sehen wir runter und auch Schüttel hinüber zur Ebersberger Alm. Und wir gehen natürlich links rauf. Wir sind oben, da kann man links Richtung Riesenberg und rechts zur Hochriesen auf. Und jetzt vorher sehen wir noch auf der rechten Seite, birgt nur mal ein Steig ab. Und das ist der zu den Seitenalmen überführt. Sieht man da oben, da ist das Gatter vom Sommer ausgehängt. Und für uns geht es jetzt gerade auf. Dann sehen wir schon rauf zum nächsten Schüttel. Der Nebel zirkt vorbei. Wir haben nur mehr die Beschilderung herum. Leicht rechts, links gang es auch bergab, geht es jetzt hinauf zur Hochries. Man kann da herum sogar schon mit Schneeschuhen gehen, aber es war noch leicht übertrieben. Es ist so pulverig, dass sich das wunderbar mit normalen Bergschuhen machen lässt. Wir sind auf die letzten Meter zur Hochries und zum Hochrieshaus. Die letzten Meter jetzt, da bricht man ab und zu durch, weil es verwahrt ist. Aber das ist wirklich bloß das letzte Stück, gell? Jetzt schauen wir mal die Aussicht, die man sich heute da rauf verdient hat. Es ist deutlich besser, als wie so gesagt war. Kalt war es schon, das sieht man. Überall hängt der Reif. Ja, ein Kurzfazit heute von der Tour. Ich bin schon wieder beim Runtergehen natürlich, schon ziemlich weit herunter und ich habe die Tour jetzt doch umgeplant. Das heißt, nicht wirklich geplant, weil ich kenne mich auch gut aus da, aber Tatsache, den Weg über das Alfred-Drechsel-Haus habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Das war zwar sonst auch eine schöne Runde gewesen, aber
Runden war es ja heute in jedem Fall. Der einzige Unterschied ist, ich kenne halt den Steig vom oder am Alfred-Drechsel-Haus vorbei. Den kenne ich auch recht gut, den habe ich euch auch schon mal gezeigt in einem anderen Video, wie wir über den Karkopf gegangen sind und zur Hochriss. Und da habe ich aber heute aufgrund der Schneeverhältnisse im Tourverlauf, war ich mir doch ziemlich sicher, dass da in die steilen Stücke gescheit rutschig sein wird. Ich habe es durch den Gelenkgraben rauf gemerkt, dass man doch immer wieder Tritte dabei gehabt hat, die waren rutschig und dann sitzt man halt beim Runtergehen ganz schnell mal auf dem Hintern. Wollte ich heute nicht unbedingt haben. Darum habe ich trotz der Planung umentschieden, dass ich einen mir bekannten Abstieg will, und es war trotzdem ein sauschöner Tag. Bloß am Gipfel oben war es anfangs noch total ruhig und schön und dann hat auf einmal ein Sturm eingesetzt. Herunten merkt man gar nichts mehr davon, aber ich habe es jetzt an die Seitenalmen auch oben noch gehört, dass es doch noch gescheit blast. Und naja, es ist halt manchmal auch anders, als wenn man es plant, das macht ja nichts. Darum soll man auch manchmal einfach einen Plan B dabei haben oder sich eben auch in der Karte anschauen. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.